muss mir den gleich wieder eins reinknallen. So, können wir jetzt die Kopfhörer hier benutzen. In unserem Journal Logic. Ah, Journal Logic. Logic, deswegen Musik. Or you could just use them to watch a stream on the computer for a while. Oh Mann, warum spricht mir das Game so tief aus meinem Herz? Aus meinem Herz. Leichte Beute. The GX Ultra beats sync to the Lappy automatically as you connect to one of the less pornographic feeds. Your best options are usually limited to video game streams, old concert recordings and live cams of baby animals. Your choice is clear. Also ich bin schon hart für die Videogame Streams. Dann Baby Animals und dann Old Concert Recordings, aber dazwischen kommt noch ein bisschen was. Lappy speakers feel neglected. Okay, jetzt habe ich einen Schlaganfall. Das heißt ja nicht neglected. Boah. But now you have the first-hand experience needed to start actually writing the review. The first part of the work is done. You're so accomplished. Log out. So, kann ich jetzt hier was draufschreiben? Okay, kann ich das mitnehmen? So, nee. Was war das hier? Don't disturb the vibe of the room. The paper gives off a strong, apathetic energy that's strangely stimulating. Ist das so ein Item, was immer was anderes hat, wenn man es wieder anklickt? Nee, okay, sind nur zwei Sachen. Gab's bei so einem richtig geilen, bei Book of Unwritten Tales, da gab's so einen Stuhl. Und ich glaube, so die ersten 2-3 Male sagt er auch das Gleiche, aber wenn man den noch öfter anklickt, und ich weiß nicht, warum ich das damals öfter angeklickt habe, sagt er wirklich, wirklich crazy witzige Sachen und regt sich immer weiter darüber auf, warum man nicht aufhört, diesen Stuhl anzuklicken und dass es doch viel Besseres zu tun gibt. Pen on paper is the most tangible method, but if you're gonna be so sloppy, maybe going digital would be a good goal. No, your principals whine too much at the thought. Would Hemingway go full digital if we were in the year 2064? I guess so. Probably. So, okay, kann ich hier rausgehen? Wie? It's late and nothing's really open right now. Ja, dann gehe ich normalerweise raus. The classics can get boring pretty fast after multiple reads. Besides, it's more useful holding up the window. Fair enough. Okay, habe ich jetzt irgendwas noch nicht an... Kaffee. The letters F and K seem clear as day. That's also really gross. Ja, du musst deinen Artikel schreiben. Wo willst du den schreiben, Rudi? Was soll ich... Hier ist Papier, hier ist ein Stift. Schreib was. Sprich mit dem Papier. Boah, gibt's hier für jede fucking Situation wirklich einen Dialog? Das würde mich ja mega abholen. Lieber Möglichkeiten klein halten, aber das ist die Immersion, die ich für neue Adventures haben will. Die Musik auch, Alter. Wir kommen nicht wirklich voran, Leute. Most people write a talk on paper. You just talk to paper. Blank paper. Oh Mann. Diese Einschübe sind wirklich... Hier irgendwas muss ich die anderen News noch lesen oder so? Nee, wahrscheinlich nicht. Das sah ja schon alles sehr optional aus. Hab ich irgendwas nicht angeklickt? Ja, kannst du das jetzt machen? Alright, time to get work out of the way. Let's do this. Selling your soul, bit by bit, character by character. Finished. Now to send it off to the editor. Aber was ist jetzt? Meinst du nicht, du wolltest composen? Heißt composen auch was schreiben? Bin ich so lost? Dare you backbreak surely your glowing review of GX Ultra beats? It's your ticket out of poverty and into a book deal. Surely. Work's finally out the way. Time for bed. Ich
Ich wünschte, ich hätte die Reihenfolge in meinem Ablauf. Bei mir ist normalerweise Bett und dann panisch aufwachen, Arbeit, fuck, scheiße, Hausaufgaben damals noch, Alter, wie schlimm das in der Schule war, wie oft ich meine Hausaufgaben vergessen habe und wie oft ich morgens aufgewacht bin. Also nicht mehr, vergessen ist, also ich glaube, ich habe sie selten vergessen. Entweder ich habe sie nicht gemacht, habe gehofft, dass ich die bei jemandem abschreiben konnte, oder wir hatten richtig nice, es gab dann WhatsApp kam, gerade als ich dann noch in der Schule war, so 7., 8. Klasse, und dann hatten wir einen Klassenchat und da gab es immer einen nicen, der die einfach für alle reingeschickt hat. Unabhängig davon, ich hatte halt echt oft Abende, wo ich einfach eingepennt bin. Kennt jeder von euch. Du pennst ein, du hast eine richtige Hausaufgabe und du wolltest die tatsächlich machen. Pennst ein, wachst auf und wachst irgendwie weit und hast eine Stunde oder so und denkst, ja, Alter, das werde ich ja mal sowas von überhaupt nicht machen. Und leg mich einfach wieder pennen. Die Geräusche hier, oder? So, lass mal pennen gehen. Also entweder ist mein oh, jetzt geht alles schief. Entweder ist mein Counter bei OBS fuck. Und er zeigt mir gerade nur 6 Minuten an und ist eigentlich eine Stunde und 6 Minuten. Oh, der Stream ist gerade irgendwie abgebrochen, hat neu gestartet. Vielleicht kriege ich jetzt Viewer. I'm honestly not sure why most humans still have such lengthy sleep cycles. It seems rather inconvenient. Das Spiel tritt mir in meine Seele. Are you significantly opposed to cybernetic augments? Ja, wenn mich so fragt. Nee, das ist auf alle Fälle nicht die richtige Frage. Honestly, Frage an euch, Leute. Ihr wacht auf. Ihr wacht nachts auf und habt einen sprechenden Roboter in eurer Wohnung stehen. Und der fragt euch irgendwas. Jetzt mal unabhängig von der Frage. Ihr würdet den noch nicht fragen, wie er in eure Wohnung gekommen ist. Oder jetzt mal legit. Jetzt legit Real Talk. Morpht euch in die Situation. Ihr liegt im Bett. Ihr pennt, ihr wacht auf. Und da steht ein sprechender Roboter. Wärt ihr Leute, die als erstes fragen, wie der in die Wohnung gekommen ist? Oder wäre euch das genauso wie mir einfach völlig scheißegal und ihr geht einfach mit dem Flow? Und ihr geht einfach völlig mit dem Flow und denkt euch, nice, auf die Situation habe ich gewartet, Alter. Und whatever, was dann auch immer danach kommt mit dem Roboter. Aber ich wäre nie ein Typ, der sich irgendwie darüber wundert, warum der in meiner Wohnung ist oder wie der da reingekommen ist. Also wir gehen mal mit, boah. Oh, I hope you don't mind. While you were asleep, I had some spare time on my hands, so I reorganized your records and entertainment media using BISAC. Once that was done, I found the cleanliness of your living and workspace to be suboptimal conditions for the long-term performance of my Die hat mein Stück Papier aufgehoben, Alter, die dumme Ho. Geht bei dir. Ich krieg's kotzen, Junge. Das kann ich leiden, Junge. Leute, die bei mir in die Wohnung kommen und aufräumen. Jetzt hör viel Spaß aber auf. Was lag da aus gutem Grund, Dicker? Wie süß das kleine Gesicht ist. Snap. Unfortunately, your motherboard seems to have had a critical failure while I was attempting to remove some particularly nasty malware. An electrical surge caused significant damage to several other components as well. I would consider it no great loss, though. Why were you using that dinosaur to begin with? So waren halt die Zeiten damals. 2064. Stimmt, so ein neuer PC, oder?
Ja, schon, das ist schon eher meine Antwort. Don't fret! I did manage to back up your data drive's contents on my storage before the crash. Das war safe 100% auch die Antwort für den anderen Dialog. Additionally, I am willing to serve as your personal computer until you can procure a replacement or provide the parts necessary for me to make the repairs. It is the least I can do. I'm Schon eher sorry. warum. I wasn't trying to engage you in any sort of subterfuge, but I tend to ramble on a bit when I'm nervous. Okay, es sind also wahrscheinlich immer die Dialogstücke und dann hat man nur 2 Auswahlmöglichkeiten. Ist ja auch völlig okay. Für so ein Game überhaupt Voice-Overs zu haben, ist ja schon krass. Und dann auch noch so I gute. have all the necessary protocols, but I've never actually spoken to another person besides Hayden, until now. Well, saying I know Hayden is putting it simply, but yes. I don't really know. That's why I'm here. Help me. You aren't quite my only hope, but you're certainly the most statistically supported. Wow, das hat noch niemand zu mir gesagt. Slow down. What makes you believe that? I ran an algorithm against every contact in Hayden's address book. Fair enough. Based on the combined deductions of personal profile, directness of connection to Hayden, occupational skill, and probable motive, you were the candidate most likely to both be able and willing to help me. Wahrscheinlich eher willing, ja? And the one least likely to be suspected of doing so. Ja, okay, das sind dann doch schon relativ viele Parameter, nachdem ich da ausgewählt wurde. Now look for a missing person. I could try. The numbers don't lie about your investigative skills, but I will admit your total lack Mach of ja immer die recent Julia Leischig für successes dich. is worrisome. Successes. Klingt ein bisschen weird. Don't worry, if Hayden trusted you, I trust you. You're strong-willed and capable. Okay. It's Was worth willst du trying trinken, for Baby? Hayden. Earlier tonight, Hayden's apartment was assaulted by some persons unknown to me. He seemed frightened, terrified even, and instructed me to escape. I crawled out of a window, and after some deliberation, hurried here. I heard them breaking down the door as I left. I don't know. I'm not certain who would benefit the most from taking Hayden prisoner. Admittedly, Hayden has become increasingly paranoid as of late, and has warned me to stay alert, but he would never specify anyone I should fear when I asked. It's not as though he has any obvious enemies. But he has? There are several multinational corporations that could make use of his engineering skills, but I can't imagine any of them would go as far as snatching him. Klingt danach, als wäre am Ende des Plots gar nicht entführt worden, sondern wir selber aus eigener Hand mit ihm zusammenarbeiten. Und er ist der Böse. Top researchers at Parallax, but there's no way that alone would be enough to get him kidnapped. I suspect it has to do with me. Who are you anyway? Excuse me. Oh, geil. Das ist so richtig schön taktlos. Weißt du, sie hat gerade so richtig Lebensstruggle. So ihr weiß nicht, ihr Schaffer oder zumindest ihre Person, zu dem sie zugehörig ist. Also er ist Engineer, wahrscheinlich hat er die gebaut. Es wächst so, sie ist gerade richtig am Struggeln und so. Wahrscheinlich ist das auch noch alles meine Schuld. So, ja, wer bist du denn überhaupt? I forgot to introduce myself. I've never had the pleasure of doing so before.
Turing. Turing, nice. Das ist ein bisschen so wie der Ja-Sager von Fallout New Vegas. I know this must sound quite unflattering, but I suppose you could describe me as one of Hayden's experiments. He's currently researching advanced machine intelligence at Parallax. I am a personal side project of his. Aber irgendwie gibt mir die Story gerade ein bisschen Professor Layton-Vibes. Die Art und Weise, wie sie spricht, die relativ niedrige Bitrate von der Audio, die so ein bisschen was von dem DS-Sound hat, zwar ein bisschen clearer, auch so ihre Stimme. Dann die Art und Weise von der Story, wie sie erzählt wird, mit der Musik, gibt mir gerade voll Layton-Flashbacks. Exploring true artificial sapience. It's possible that the idea of a sapient machine could scare or tempt an organization into kidnapping him. Either to stop his research or to take it and use it for themselves. A regular ROM has virtual intelligence. They can appear rather smart, even human-seeming when you talk to them. But they're just cleverly programmed to respond to a variety of situations in an organic manner. They aren't in any way self-deterministic. As for myself, much of my code wasn't actually written by Hayden, but rather compiled during my infancy as I learned to interact with the world around me. But despite my ability to self-modify my code, I am afraid to adapt or develop any further without Hayden's guidance. Did he only program me with the illusion of free will? Sind wir alle, Bro? How would you? Hayden once told me that his desire to create artificial life stemmed from his need to find out. But I can't say I have any new insight into the question. How can any of us tell that we aren't just puppets dancing to someone else's will? You're right. I apologize for the tangent. Indeed, time is of the essence. I took the liberty of charging the auto cab fare from here to Hayden's apartment to your personal finance account, and the car has just arrived. Ja. Okay, Leute, ich glaube, ich habe jetzt schon wieder, ich glaube, ich spiele jetzt schon wieder seit einer Stunde, oder? Mindestens eine Dreiviertelstunde. Halbe vielleicht. Irgendwas zwischen 10 und 100 Minuten. Safe. Oh, ich hätte gerade fast Alte 4 gedrückt und wollte sagen, hat bestimmt gespeichert. Nehmen wir das da einmal. Stramm. Pech. Okay, Leute, das erste Game hat uns ja schon mal eine gute Weile beschäftigt. Wisst ihr noch, als ich meinte, wir schaffen vielleicht alle? Wisst ihr noch, als ich danach meinte, ich freue mich richtig, wenn wir vielleicht die Hälfte schaffen? Wisst ihr jetzt, was mein Problem beim ersten Mal war? Wäre ich jetzt nicht im Stream und hätte nicht wirklich die Prämisse, mir auch ein paar Games hier anzugucken mit euch zusammen. Euch. Ich hätte das jetzt keine Ahnung, ich hätte das jetzt durchgespielt möglicherweise. Das finde ich aber viel zu gut, um das nicht mehr aufzugreifen. Ich habe es mir jetzt auf eine Liste geschrieben. Ich fand, das hat sich jetzt auch echt gut geeignet für einen Stream. Abgesehen davon, dass ich relativ viel lesen muss. Aber außer mir gibt es ja im Moment auch niemanden, den es stört. Ich mache jetzt einmal kurz, ich weiß nicht, wenn ich meinen Stream anmache, peer ich dann oben? So, ich bin jetzt seit einer Stunde 20 am Stream. Ich habe noch keinen Viewer. Ich weiß nicht, ob das noch passiert. Ich glaube, ich mache kurz meinen Stream aus. Wollte sowieso kurz auf Toilette.
Und macht ihn danach einfach wieder an. Richtig sneaky mache ich das. Gehen wir den Try. Ich bin gleich wieder für euch da. Ich will euch da nicht einfach so alleine lassen.